Mache ich das oder wird das von mir gemacht? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute lernst du wie immer ein super wichtiges Thema. Nein, echt jetzt. Aktiv und Passiv gehören zur deutschen Sprache wie der Genitiv und der Konjunktiv. In diesem Video konzentrieren wir uns darauf, wie man Aktivsätze in Passivsätze umformt und andersherum. Denn wenn du richtig gutes Deutsch können möchtest, muss dir klar sein, wie das funktioniert, denn das ist Sprachlogik. Wenn du das Thema üben willst, hol dir mein kostenloses E-Book, das Einmaleins der Grammatik. Dort findest du die wichtigsten Regeln mit Übungen und Lösungen. Der Link ist in der Beschreibung unter dem Video. Also, bist du bereit? Dann kommen wir direkt zur wichtigsten Frage. Was bedeuten die Begriffe aktiv und passiv? Ganz einfach, schau mal. Ich trinke ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser wird von mir getrunken. Was ist der Unterschied? Die Bedeutung ist im Prinzip dieselbe, aber vergleiche mal die beiden Subjekte und ihre Prädikate, also die Verben. Ich trinke, Wasser wird getrunken. Wer ist in diesen Sätzen aktiv und macht etwas? Ich trinke. Was macht das Wasser? Nichts, es ist passiv. Es wird getrunken. Und hier liegt der Unterschied. Aktivsätze haben ein aktives Subjekt. Das Subjekt macht etwas. Passivsätze haben ein passives Subjekt. Es macht nichts. Bei Passivsätzen steht die Person normalerweise nicht im Fokus, sondern eher die Handlung. Man erkennt Passivsätze auch am Satzbau, denn sie werden mit dem Verb werden und dem Partizip 2 gebildet. Wenn du weitere Grundlagen zu diesem Thema lernen möchtest, empfehle ich dir mein Einführungsvideo. Nun kommen wir aber mal zu den Umformungen. In einem Aktivsatz ist immer das Subjekt die handelnde Person oder Sache. Man kann aber auch in Passivsätzen die Person nennen, die die Handlung ausführt. Stell dir folgende Situation vor. Der fleißige Daniel ist im Büro und arbeitet. Plötzlich wird ihm schlecht. Der Chef schickt Daniel sofort zum Arzt. Wer ist aktiv und schickt jemanden zum Arzt? Der Chef. In der Praxis untersucht ihn der Arzt. Wer ist aktiv und untersucht? Der Arzt. So weit, so gut. Schauen wir uns diese Sätze nun im Passiv an, und zwar mit allen Informationen aus dem Aktivsatz. Daniel wird von seinem Chef sofort zum Arzt geschickt. In der Praxis wird er vom Arzt untersucht. Es ist also möglich, in einem Passivsatz den sogenannten Täter, also die aktive Person, zu erwähnen. Und das ist auch ganz einfach. Du brauchst nur die Präposition von und dann den Dativ. Zum Beispiel von seinem Chef, von der Sprechstundenhilfe, von ein paar Leuten, vom Arzt etc. Achtung! Nicht jeder Passivsatz hat einen von plus Dativteil und das kann mehrere Gründe haben. Entweder ist der Täter nicht bekannt oder man nennt ihn mit Absicht nicht. Jetzt hast du auch alle Satzteile, die du brauchst, um diese Passivsätze einfach in Aktivsätze umzuformen. Wir machen dies anhand der beiden Beispiele und dann kannst du es selbst versuchen und du wirst sehen, es ist gar nicht so schwierig. Daniel wird von seinem Chef sofort zum Arzt geschickt. Zuerst machen wir eine kleine Satzanalyse und die beginnt wie immer mit dem Prädikat. Wird geschickt. Danach fragen wir immer nach dem Subjekt. Wer wird zum Arzt geschickt? Daniel wird zum Arzt geschickt. Also ist Daniel das Subjekt. Was macht Daniel? Nichts, denn er ist ja passiv. Also er schickt niemanden, aber er wird von jemandem geschickt, und zwar von seinem Chef.
Am Prädikat siehst du, dass es ein Passiv ist, denn das besteht aus dem Verb werden und einem Partizip 2. Also, wer schickt Daniel zum Arzt? Natürlich sein Chef. Das heißt, der Chef ist der aktive Teil und damit beginnen wir die Umformung. Der Chef. Nun müssen wir das Prädikat wird geschickt in ein aktives Prädikat umformen. Das ist ja ganz einfach, denn es handelt sich um die normale Form des Verbs. Der Chef schickt. Nun können wir die beiden letzten Teile ergänzen. Der Chef schickt Daniel zum Arzt. Subjekt, Prädikat, Akkusativobjekt, Adverbial. Was genau ist jetzt passiert? Das Adverbial zum Arzt formen wir nicht um. Das übernehmen wir aus dem Passivsatz. Aber wir haben aus dem Passivteil vom Chef ein Subjekt gemacht und das steht immer im Nominativ. Und aus dem passiven Subjekt Daniel haben wir ein Akkusativobjekt gemacht. Bei Daniel siehst du keinen Unterschied, denn es gibt keinen Artikel. Deshalb will ich dir das an einem weiteren Beispiel zeigen. Der Mann wird von einer Krankenschwester angerufen. Gleiches Spiel. Prädikat wird angerufen. Subjekt der Mann. Was macht der Mann? Nichts. Zumindest ruft er nicht an. Wer macht etwas? Eine Krankenschwester. Und sie wird jetzt das Subjekt in unserem Aktivsatz. Eine Krankenschwester ruft an. Wen ruft sie an? Einen Mann. Jetzt ist der Mann das Akkusativobjekt und der Aktivsatz lautet: Eine Krankenschwester ruft den Mann an. Zum Vergleich der Passivsatz. Der Mann wird von einer Krankenschwester angerufen. Siehst du den Unterschied? Die Sätze haben die gleiche Bedeutung, aber eine andere grammatische Struktur, denn es gibt zwei verschiedene Perspektiven. Einmal die Perspektive des Mannes, in diesem Fall passiv, und die Perspektive der Krankenschwester, die hier aktiv ist. Schau dir noch das andere Beispiel aus dem Text an. In der Praxis wird er vom Arzt untersucht. Nochmal, Prädikat wird untersucht. Subjekt, wer wird untersucht? Er. Was macht er, also Daniel? Nichts. Wer macht etwas? Der Arzt. Und der wird jetzt wieder das Subjekt im Aktivsatz. Der Arzt untersucht in der Praxis. Wen untersucht der Arzt? Ihn. Ihn ist nun das Akkusativobjekt. Vorher war es das Subjekt im Passivsatz, nämlich er. Und der ganze Satz lautet dann: Der Arzt untersucht ihn in der Praxis. Man kann auch sagen, in der Praxis untersucht ihn der Arzt. Warum und wie das möglich ist, erkläre ich dir im nächsten Modul. Verstehst du das schon ungefähr? Keine Sorge, es gibt noch zahlreiche Übungen für dich. Die Grammatikregel für die Umformung von passiv zu aktiv lautet: Das Subjekt im Passivsatz, das steht immer im Nominativ, ist das Akkusativobjekt im Aktivsatz. Von plus Dativ im Passivsatz ist das Subjekt im Aktivsatz. Drehen wir zwei der Beispiele mal um und schauen, wie sie andersherum funktionieren, also wie man Aktivsätze in Passivsätze umformt. Eine Krankenschwester ruft den Mann an. Das ist ein Aktivsatz. Prädikat und Subjekt solltest du direkt erkennen. Ruft an und eine Krankenschwester. Dann brauchen wir das Akkusativobjekt. Das erfragen wir mit wen oder was. Wen ruft eine Krankenschwester an? Den Mann. Und den Mann wird jetzt das Subjekt im Passivsatz und das steht wie immer im Nominativ, also der Mann. Dann müssen wir das Verb ruft an in ein Passiv umformen.
wird angerufen. Der Mann wird angerufen. Und aus dem Subjekt im Aktivsatz machen wir von plus Dativ. Eine Krankenschwester von einer Krankenschwester. Der Mann wird von einer Krankenschwester angerufen. Passiv. Zum Vergleich nochmal der Aktivsatz. Eine Krankenschwester ruft den Mann an. Die Regel, die ich dir eben gezeigt habe, gilt natürlich auch andersrum. Das Akkusativobjekt im Aktivsatz ist das Subjekt im Passivsatz, wie immer im Nominativ. Und das Subjekt im Aktivsatz ist von plus Dativ im Passivsatz. Und noch das Beispiel vom Anfang. Der Chef schickt Daniel zum Arzt. Das ist der Aktivsatz. Erstmal Prädikat. Schickt. Und wer schickt? Der Chef ist also das Subjekt. Das Akkusativobjekt. Wen schickt der Chef zum Arzt? Daniel. Dann das Verb schickt im Passiv. Wird geschickt. Daniel wird zum Arzt geschickt. Und aus dem Subjekt im Aktivsatz machen wir von plus Dativ. Der Chef vom Chef. Daniel wird vom Chef zum Arzt geschickt. Zum Vergleich der Aktivsatz. Der Chef schickt Daniel zum Arzt. Hast du schon mal was von einem Passivsatz mit durch statt von gehört? Der Unterschied ist relativ simpel. Von benutzt man, wenn der Täter der direkte Verursacher ist. Zum Beispiel Daniel wird vom Arzt untersucht. Der Arzt ist direkt an der Handlung beteiligt. Durch benutzt man, wenn der Täter nicht direkt beteiligt ist, so wie in dem Satz: Die Praxis wurde durch den Arzt errichtet. Der Arzt ist hier indirekt, denn er persönlich hat die Praxis nicht gebaut, denn er ist Arzt und kein Architekt, verstehst du? Hier noch ein Beispiel. Das Haus wurde von meinem Vater gebaut. Man benutzt hier von, denn mein Vater hat das Haus mit seinen eigenen Händen gebaut. Er ist also der direkte Verursacher. Das Haus wurde durch eine Bombe zerstört. Man benutzt hier durch, weil die Bombe das Mittel oder Werkzeug war, um das Haus zu zerstören. Aber wer benutzt Bomben? Nur Menschen. Eine Bombe alleine kann also gar nichts machen. Sie muss von einem Menschen gezündet werden. Die Bombe ist also indirekt, aber der Mensch dahinter ist der direkte Verursacher. Ganz ehrlich, es ist gar nicht immer so einfach zu sagen, ob man von oder durch benutzt. Man kann hier nämlich diskutieren, ob die Bombe nicht doch der direkte Verursacher ist. Aber hier habe ich direkt eine gute Nachricht für dich. Man benutzt meistens von und oft geht beides. Und, wenn du dir nicht sicher bist, verwende auf jeden Fall von, denn das ist in den allermeisten Fällen korrekt. Eine letzte Information, bevor du dich an die Übungen machen kannst. Wie du weißt, hat nicht jeder Passivsatz einen von plus Dativteil. Wie kannst du also einen Passivsatz umformen, wenn es kein aktives Subjekt gibt? Ganz einfach, du benutzt das Pronomen Mann. Schau mal, die Universität wird momentan renoviert. Passiv. Die Umformung mit Mann als aktives Subjekt sieht dann so aus. Man renoviert momentan die Universität. Da wir keine Information darüber haben, wer die Universität renoviert, benutzen wir das universale Pronomen Mann. In diesem Fall könntest du auch sagen, jemand renoviert die Universität oder eine Firma renoviert die Universität. Aber jemand ist normalerweise nur eine Person. Und da nicht bekannt ist, ob eine Firma die Renovierung macht oder der Universitätspräsident, muss man ganz vorsichtig sein, denn man sollte keine Informationen geben, die man nicht hat. Das Pronomen Mann funktioniert allerdings immer. Es kann entweder die Gesamtheit der Menschen sein
oder aber auch nur eine Person oder ein paar Personen. Es ist perfekt, um Passivsätze mit unbekannten Tätern zu bilden. Ganz wichtig, wenn du einen Aktivsatz mit Mann in einen Passivsatz umformen willst, dann brauchst du keinen Von-Teil. Streiche das Pronomen Mann einfach weg und bilde den Passivsatz ohne einen Täter. Hier ein Beispiel. Hier darf nicht geraucht werden. Was denkst du? Dürfen hier nur ein paar Personen nicht rauchen? Oder nur Männer nicht? Oder nur Personen unter 18? Nein, niemand darf hier rauchen. Das heißt, man darf hier nicht rauchen. Mann gilt nur für Menschen. Wenn es sich um andere Dinge handelt, kannst du etwas benutzen. Der Motor wird angetrieben. Aktiv, etwas treibt den Motor an. Man könnte zum Beispiel sagen, Benzin treibt den Motor an. Aber wir können uns nicht sicher sein, ob Benzin gemeint ist oder etwas anderes. Alles klar? Das war jetzt aber mal eine Lektion, ha? Alles klar soweit? Entweder du denkst jetzt, hey, das ist gar nicht so schwierig, oder du sagst, oh Gott, ich verstehe gar nichts. Keine Sorge, mit etwas Übung schaffst du das auf jeden Fall. Wenn du noch mehr über das Passiv wissen willst, verlinke ich dir noch ein Video, dann hast du das ganze Thema abgedeckt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Lernen und sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.